Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir machen an dem Tag weiter, wo wir eigentlich gestern aufgehört haben. Und zwar hier beim Druiden. Ja, ich werde den jetzt noch so lange zeigen, solange ich hier, denke ich mal, noch Pilze habe und ich noch eine Woche hier auf dem Server spielen werde. Danach wird es wahrscheinlich ein bisschen inaktiver werden. Das Einzige, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist ein bisschen das Sammelalbum zu pushen. Ich bin jetzt auf 38%. Und ich glaube aber nicht, dass... Ah, doch, ein paar gehen hier sogar noch. Ich habe hier jetzt gar nicht großartig weiter mehr rumprobiert, bevor ich jetzt hier meine restliche Alu mache. Kann ich tatsächlich noch mal ein bisschen, ja, durchfarmen hier mehr oder weniger? Nee. Okay, die sind schon wieder ein bisschen zu stark hier mittlerweile, das habe ich mir schon fast gedacht. Bei den einen oder anderen kann ich mir wahrscheinlich noch ein Item holen. Aber ich habe jetzt auch nicht weiter irgendwie großartig auf irgendwelche Kämpfe oder sowas geachtet. Ah, warte mal, wenn ich vielleicht in die 500 gehe, eventuell kann ich hier noch den einen oder anderen besiegen und mir noch das ein oder andere Item sichern. Weil die Leute ja in der Zwischenzeit jetzt auch alle weitergelevelt haben natürlich, ne? Und jetzt neues Equipment am Start haben. Und ich die Leute sogar immer noch besiegen kann, obwohl ich meinen Alu noch gar nicht weiter heute gespielt habe. Die sind natürlich auch ein bisschen weiter unten in der Ehrenhalle, ist natürlich klar, deswegen ist mir das möglich. Aber trotzdem haben die Leute hier teilweise schon neue Items mit am Start. Und dann werden wir gleich mal ein bisschen ja, Alu machen, gucken, was so geht. Vielleicht ein, zwei Dungeons. Und dann gucken wir mal ein bisschen weiter oben in der Ehrenhalle, ob wir da eventuell noch ein paar Items gefarmt kriegen. Ich werde jetzt hier nicht großartig... ja, weiß ich nicht, jetzt jedes einzelne Item raussuchen. Ich werde einfach so durchfarmen und was ich kriege, kriege ich. Was ich nicht habe, dann ist das halt so. Ich werde hier auch nicht mehr weiter auf dem Server aufladen. So viel auch mal zu den Sachen hier, zu den Plänen. Mal gucken, was haben wir? Plus 41, wir sind jetzt genau 40%, ja, ist auch nice. Und ja, ich habe die Festung freigeschaltet, ich bin Stufe 25. Und ja, mir fehlt es halt richtig an Ressourcen. Das liegt halt daran, dass ich... mir das Paketchen hier holen könnte mit den Ressourcen, könnte ich richtig gut durchballern, könnte ich auch ein paar Steine skippen und so weiter und so fort. Mal gucken, was habe ich noch an Sand und 55, ja, muss ich mal schauen. Ja, aber das, ja, weiß ich nicht, liegt jetzt wirklich nicht so in mein Interesse. Klar, würde mir nochmal einen guten Boost verschaffen. Vor allen Dingen die Steine würden da auch extrem weiterhelfen, vor allen Dingen, wenn ich jetzt neues Equipment mir hole mit, ja, mit Sockeln und sowas, das macht schon mal nochmal einen richtig fetten Boost aus. Aber ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Also ich denke mal, wir haben hier schon so ganz gute Einblicke uns verschaffen können über die neue Klasse. Und hier, komm, habe ich noch nie gemacht. Ist jetzt das erste Mal, dass ich das jetzt hier gemacht habe, dass ich ein Gebäude hier geskippt habe. Ja, bringt mir aber jetzt wahrscheinlich auch herzlich wenig, sag ich mal. Stufe 27 sind wir jetzt. Und ja, also wie gesagt, zweiter Tag ist wahrscheinlich nicht mehr so effizient wie der erste Tag bei mir. Liegt aber halt auch wirklich damit, oder hängt auch wirklich damit zusammen, dass ich jetzt zeitmäßig halt ein bisschen unter Druck geraten bin. Hätte ich das Wochenende jetzt frei gehabt, dann würde das Ganze hier wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen. Aber so zwischen Tür und Angel, so immer hin und her zocken, ist halt doch immer ein bisschen schwierig. Und deswegen nutzt man da halt ja, die Zeit, die man hat, so gut es geht. Dass das natürlich nicht das Effizienteste immer ist natürlich auch klar. Aber ja, ich versuche trotzdem da mein Bestes zu geben. So, und ich denke mal, mit der Alu, die wir dann hier gezockt haben, können wir uns auch wieder ein bisschen weiter oben in der Ehrenhalle platzieren. Wir werden natürlich jetzt pro Tag immer weiter abgeschmettert, ne? Das ist zum Anfang so, da es halt Leute gibt, die halt deutlich mehr rein investieren, ne? Und das ist halt, wie gesagt, zum Serverstart ist das ganz normal. Das bleibt dann erstmal eine Zeit lang so. Und das relativiert sich aber dann im ganz Late Game nachher wieder, weil ihr da natürlich dann... guck mal, hier kriegen wir schon diese Waffen hier. Ja, weil das relativiert sich deswegen, weil nachher im Late Game jeder sowieso weniger Erfahrung bekommt und ja, der eine zu dem anderen immer weiter aufholen kann. Es wird natürlich immer nie gleich sein, ne? Wenn natürlich Leute von Anfang an einen kleinen Vorteil haben, ne? Und diesen dann versuchen auch zu halten, das ist natürlich klar. Aber trotzdem
die Leute, die halt jetzt gestartet haben, zu Leuten, die vor einem Jahr oder so gestartet haben, werden auch in kürzester Zeit diese Leute aufholen können. Ne? Zwar nie überholen, aber sie werden relativ nah rankommen. Und ja, das sehe ich ja jetzt schon teilweise, wie die Leute ja, mein Main aufgeholt haben von den Werten her und auch vom Level her, vor allen Dingen vom Level her, von den Werten nicht mal, aber vom Level tatsächlich ganz doll her. Ne? Das ist ziemlich krass zu beobachten auf jeden Fall. Und ja, wir suchen mal ein bisschen was. Vielleicht equippen wir uns ein bisschen neu hier. Ja, gucken mal nach neuen Sachen. Wir brauchen Intelligenz. Und ja, Intelligenz haben wir da. Ja, nehmen wir mal mit hier. Intelligenz-Ausdauer. Das ist tatsächlich eine. Digga. Da haben wir das hier jetzt mit der Waffe haben wir jetzt Glück gehabt. Intelligenz-Ausdauer. Perfekte Kombi. Spanne würde zwar ein bisschen mehr gehen, aber das ist ein fettes Upgrade. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das so schnell zu bekommen. Aber freut mich und wir sehen, wir kriegen hier schon Sachen mit Sockel. Heißt, wenn ich die Edelsteinmine hier gut auf Vordermann gebracht hätte oder die überhaupt ausgebaut hätte, dann ja, könnte man damit schon arbeiten, so mit, aber ja, das ist halt wieder ein anderes Paar Schuhe, ne? Also, ja, da würde ich mich jetzt nicht weiter reinbegeben, da in die Materie. Ne, wir werden uns so ausrüsten, wie wir es halt können, wie uns das jetzt zur Verfügung steht und ich denke mal, das ist auch gut genug. Da können wir auf jeden Fall auch mit zufrieden sein. Und ja, ich denke mal, das ist ja trotzdem immer mal ganz ansehnlich so, ne? Also wie gesagt, sowas wäre mir halt nie möglich gewesen, so einen Serverstart zu spielen, wenn ich dafür nicht die Pilze bereitgestellt, ja, wären mir die Pilze nicht bereitgestellt worden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Trotzdem, ja, und eigentlich vor allen Dingen deswegen muss ich das ja nutzen, ja, weil es halt schade wäre, wenn man das dann Intelligenz-Ausdauer 30, ja. Die Rüstung ist ein bisschen schlechter, aber trotzdem ist viel besseres Item. Ja, ich hätte wahrscheinlich, also wie ich es perfekt genutzt hätte ich jetzt frei gehabt das Wochenende. Ich hätte wahrscheinlich jeden Tag hier so jetzt Happy Hour auch gestreamt. Und ja, den Serverstart, dann abends Happy Hour, dann heute Abend nochmal Happy Hour und so weiter und so fort. Ich hätte mich dann auch ein bisschen mehr darauf konzentriert, noch ein bisschen besseres Sammelalbum zu haben. Ne? Also man kennt es halt, so ein bisschen dieses Feintuning mehr oder weniger. Ne? Also ein bisschen dieses, ja, dass man da halt ja ein bisschen hier und da noch was rauskitzeln kann an ein paar Prozenten und so. Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt wirklich ja, hier wirklich mehr oder weniger zwischen Tür und Angel passiert ist, dann ja, bin ich auf jeden Fall auch schon so damit ganz zufrieden, das dann auch hier mal nebenbei im Video so ein bisschen zu machen. So, jetzt gucken wir, müssen wir uns nochmal ein bisschen konzentrieren hier, nicht so viel labern. Intelligenz-Ausdauer haben wir hier nochmal einen guten Gürtel. Ja, den nehmen wir nochmal mit, kostet 10 Pilze. Da, ja, also es ist wirklich schön, mal nicht auf die Pilze zu achten. Das ist wirklich mal eine Sache, wo ich mal sagen muss, das ist schon krass. Ja, also das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, das werden wir natürlich auch nutzen, solange die Pilze da sind. So, das ist schon eine schöne Sache auf jeden Fall. So, ne? Waffe, ja, haben wir tatsächlich wirklich eine sehr gute bekommen, Ausdauer. Nee. Am besten suchen wir jetzt nochmal irgendwie, ja, ich weiß nicht, Intelligenz, ja, wir suchen mal nach Schuhe. Ja, primär nach Schuhen jetzt noch. Mit Intelligenz, Ausdauer. Hatten wir schon neue Schuhe bekommen? Ich meine, die sind 1 Stat-Punkt besser. So, aber das, ja, Ausdauer, ja. Dekadenz, ja, Dekadenz einfach mal an der Stelle. Ja, okay, gut, dann gucken wir nochmal ein bisschen im Zauberladen, was wir hier noch finden. Intelligenz ausdauermäßig, so Intelligenz aus. Ne, Intelligenz Glück ist das. Und dann gucken wir mal, was in den Dungeons geht. Alu haben wir jetzt soweit durch und dann schauen wir mal, wie hoch wir in der Ehrenhalle nochmal kommen. Ne? Und dann haben wir soweit hier Tag 2 auch abgeschlossen. So, ne? Wie gesagt, das Ganze ist ja passiert hier jetzt direkt nachdem also ich habe nicht wirklich großartig weitergespielt. Ich habe 1, 2 Alu gemacht und das war's dann. Und wie gesagt, ein bisschen nur im Sammelalbum noch ein paar Prozente geholt, aber auch wirklich sehr wenig, nicht viel. Da wäre auf jeden Fall auch noch mehr drin. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, ich will da nicht großartig rumheulen. Es ist so, wie es ist und deswegen, ja.
So, wir schauen. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück hier als gestern. Ne, vorgestern war es ja im Stream gewesen. Da hatten wir ja gefühlt irgendwie gar nichts gefunden. Ja, wir haben hier sogar ein Epic, das ist natürlich ganz nice. Das hatten wir durch einen Dungeon bekommen. Intelligenz Ausdauer haben wir hier nochmal ein besseres Item. Das gönnen wir uns, ja. Und ja, ansonsten ja, kann man jetzt noch ewig weitersuchen, ob man jetzt noch ein paar Stat-Punkte hier und da noch irgendwie rauskitzeln kann. Aber ich glaube, tatsächlich lohnt sich das gar nicht mal so krass jetzt noch irgendwie. Wir schauen jetzt mal erstmal in die Dungeons und dann schauen wir mal in die Ehrenhalle, was da so abgeht. Wir schauen mal in den Chat. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall, ich grüße auch die Gilde hier an der Stelle, falls ihr das sehen solltet, Hallöchen. Ja, tut mir auch leid, dass ich wirklich nicht so aktiv bin, immer mal hier und da. Eigentlich bin ich nur aktiv, wenn ich aufnehme. Aber wie gesagt, es ist halt jetzt auch mein 5. Server hier nebenbei, den ich jetzt auch noch versorgen muss. Ja, und das, wenn man dann halt arbeitet so nebenbei, ist das dann doch ein bisschen viel. Intelligenz-Ausdauer, nee, das Epic möchte ich ungern ersetzen. Ja, ich glaube, wir lassen das. Ich glaube, wir schauen mal in die Dungeons rein. Ich meine, am meisten macht ja immer die Waffe aus, so, ne? Also die Waffe ist ja schon immer ein sehr ausschlaggebender Faktor, ne? Und deswegen, ja. So, ich hätte halt nur gerne die Ressourcen gehabt für die Edelsteinmine, dass wir die wenigstens bekommen. Aber, ja. Nee, mal schauen. Wie teuer ist denn das hier? 50 Holz brauchen wir. Wir gucken mal, was das Glücksrad sagt. Wenn wir erstmal gehen wir hier noch so ein bisschen rein. So, zack. Ein bisschen Glück hier. So, dann drehen wir mal am Glücksrad. Mal schauen, was wir da bekommen. Ja, ich habe jetzt nicht großartig drauf geachtet. Ja, das können wir verkaufen hier. So, Glücksrad lohnt sich schon richtig. Alter, richtig viele Punkte hier bekommen. Zack, zack. So, ach so, wir brauchen ja auch Festungsstufe 3. Okay, gut. Nee, dann, ja, da hatte ich mich verschaut. Das wird dann ja sowieso nichts werden. Von den Ressourcen her. Deswegen brauche ich da gar nicht weiter großartig probieren. So, wir gehen jetzt erstmal hier. Da haben wir schon Kampf verloren. Ja, ich weiß auch gar nicht, wen wir hier großartig angreifen sollen. Übrigens, hier habe ich ja jetzt schon meine Katzenmaske jetzt hier schon freigeschaltet. So. 8, 9, 10. Gut, haben wir das auf jeden Fall auch erledigt. Kriegerherz, kennt keinen Schmerz. So, dann schauen wir mal in die Dungeons. Mal schauen, was da so geht. Da böllern wir mal ein bisschen durch. Ah, vielleicht nehmen wir mal den Kundschafter hier. Vielleicht ist das hier die bessere Variante. Hallo? Oh. War anscheinend die bessere Variante, ja, gut. Sehr nice, dann haben wir das schon mal. So, dann nehmen wir jetzt den nächsten. Herr der Finsternis, das war ein Geschick-Gegner. Und den haben wir auch down. Nice. Haben wir den erledigt. Quest haben wir gleich abgeholt und wir haben hier Intelligenz, Ausdauer, Glück, ein schönes Epic. Das werden wir hier austauschen. Sehr nice, das freut mich sehr. Wie gesagt, hätte ich jetzt noch Sockel und sowas, würde ich die auch noch alle nutzen, aber, oder hätte ich jetzt noch Edelsteine, dann würde ich mir Items holen, natürlich mit Sockel, das ist natürlich ganz klar. So, da haben wir den nächsten, da haben wir wieder ein Epic bekommen, auch sehr cool, ja. Bisschen Epic-Luck hier an der Stelle, ist ganz nice, kann nicht schaden. Wir haben leider nicht den nächsten Schlüssel bekommen, das wäre wahrscheinlich noch, ja, da hätte ich wahrscheinlich noch drauf achten können, dass ich den zumindest noch irgendwie bekomme. So, den haben wir aber auch noch down. Den müssten wir auch noch kriegen hier, denke ich mal. Vielleicht, eventuell. Ist ein Krieger. Ja, haben wir auch. Sehr nice. Ja, jetzt stehen wir hier vom Rotlicht-Succubus. Und der wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Ja, der ist wahrscheinlich jetzt erstmal so nicht legbar. Der ist nicht widerlegbar wie Straftaten, die nicht gesehen worden sind. Keine Ahnung. So, ja, ne, der wird wahrscheinlich, der ist ein bisschen härter hier unterwegs, wie der BSC. Ja, es sind aber auch immer die gleichen Witze, ne, aber ich feiere sie auf jeden Fall. Ja, Stufe 33 haben wir erreicht. Ich denke mal, hier wird jetzt nichts weitergehen. Wie sieht's aus von der Dings her? Gildenraid, Gildenangriff, ja, keine Ahnung, können wir auch mal was starten eigentlich, aber im Prinzip ja, lohnt sich das jetzt auch nicht großartig so. Ich habe immer wieder, wenn ein paar Leute rausgehen, habe ich immer wieder noch den Platz offen für neue Leute. Ne? Aber wie gesagt, ja. Mal schauen, wie lange sich das hält hier. Wir sind auf Platz 117.
Mal gucken, wie weit wir uns jetzt nach oben fahren können hier. Ich bin mal gespannt. Oha. Oha. Achso, wir sind ja auch schon hier in den Top 50 oder 60 oder was das war hier. So, da haben wir ein bisschen Ehre gewonnen. Ja, gar nicht mal so einfach. Also ich muss sagen, auch wenn hier nicht sehr viele... What the fuck, Alter? Der macht mich... Ja, moin. Der macht mich fertig, obwohl er hier kaum Equipment anhat. Das ist ja auch richtig heftig. Trotzdem kann ich mich hier ab und zu mal hochfahren, oder? Ja. Sind wir auf Platz 80. Uff, Alter. Also hier sind wirklich schon heftige Leute unterwegs, muss ich sagen. Auch, wir sind jetzt hier 4300 Spieler auf dem Server. Hier, ja, fast am 3. Tag angelangt. Und ich muss sagen, guckt euch das mal an. Hier sind schon Leute mit schon richtig vielen Sockeln, Edelsteinen dabei. Heißt im Umkehrschluss auch, die haben richtig gut auch investiert wahrscheinlich. Und der Server ist hart. Ich muss sagen, der Server ist echt... hier sind sehr viele gute Leute drauf, die hier gut reincashen. Das merkt man auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier so mache... warte mal, was hatte ich? Hatte ich meine Kriegermaske auf? Oder hatte ich meine Dingsmaske auf die ganze Zeit? Ja, ne, hier geht wahrscheinlich gar nicht mehr sehr viel mehr. Also, ja, da sind wir auf jeden Fall, wie gesagt, schon ein bisschen weiter abgeschlagen. Leute haben mehr investiert auf jeden Fall, haben ein bisschen besser auch gespielt, natürlich auch. Das kommt natürlich auch dazu. Und wie gesagt, die Edelsteine machen einen riesigen Unterschied aus, wenn man eine Gilde hat, auch schon mit einer guten Ritterhalle und so weiter und so fort. Das macht so einiges aus und das merkt man natürlich auch. Wir können mal gucken auf Platz 1, was hier Leute für Edelsteine schon drin haben. 113, ja, 117 mal 2. Also gut, ja, da ist klar, da hat man ja keine Chance. Das sind dann die Edelsteine, die nachher den Unterschied dann ausmachen, so, ne? Ja, da brauchen wir uns dann auch nichts weiter vormachen. Hier der Davalon auch am Start hier tatsächlich. Und ja, da haben wir dann keine Chance gegen. Gut, das soll es aber soweit gewesen sein von dem Druiden heute hier auf dem Server. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiter kommen wir jetzt erstmal nicht. Ja, wir müssen auf den nächsten Tag warten. Das war es erstmal soweit von mir. Ich werde, denke ich mal, vielleicht noch das ein oder andere Mal noch streamen, weil ich noch ein paar Pilze habe, wenn ich Zeit habe. Dann können wir noch ein bisschen hier so vielleicht ein bisschen rumblättern oder ein bisschen Dungeons probieren oder so. Auf jeden Fall will ich die Pilze nutzen und das mit euch teilen. Das ist natürlich ganz klar. Und ja, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.